Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Beitrag. ähm, Meine Erfahrungen in einem Ashram. Es ist auch der letzte Teil dieser Serie. Ja, vielleicht kann dir die eine oder andere Situation, die ich nun beschreiben werde, helfen, unterstützen oder dir in gewissen Situationen auch Inspiration geben. Ja, der Ashram von Amma ist ein sehr spezieller Ort. Dort habe ich Erfahrungen gemacht, die sehr außergewöhnlich sind. Was meine ich damit? Mm, Alles, was ich dachte, kam sofort als Situation in mein Leben. Ich wurde jeden Tag von verschiedenen Menschen herausgefordert, getriggert. Ich durfte mich in verschiedenen Nuancen tiefer erkennen. Natürlich hat jeder die eigene Wahl, sich sich zu erkennen oder mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, was ist das für eine blöde Tante, was ist das für ein doofer Typ oder so. Ja. Oder du kannst schauen, okay, welche Emotion ist nun in mir hochgekommen? Welches Thema liegt hier zugrunde? Und zwar mein Thema. Und somit kannst du sehr günstig, ohne Therapeutin, dich selber erkennen. Ja, kannst lernen, kannst in deine Tiefe eintauchen. Und das habe ich natürlich voll benutzt. Und da ich nur 3 Wochen dort war, hatte ich das Gefühl, ich sei in einem Intensivwaschprogramm. Man hat gesagt, dieser Ashram sei wie eine große Waschmaschine mit unzähligen Steinen darin, die sich aneinander reiben. Es gibt dort so viele Spiegel für dich. Ja, zum Beispiel eine Situation. Die Gäste bekommen die Möglichkeit, 1 bis 2 Stunden Freiwilligendienst zu leisten. Das nennt sich Seva. Ich hatte mich entschieden, ich gehe zum Gemüseschnipseln, weil da trifft man noch andere Leute und ja, das ist nicht so anspruchsvoll. Aber ja, es hatte dort eine jüngere Frau, so um die 30, die hatte mich irgendwie auf dem Kieker. Keine Ahnung, was das Thema war. Es interessierte mich auch nicht. Ich stand unter Dauerbeobachtung, egal was ich tat. Und jeden Tag setzte sie sich vis-à-vis von mir. Ich probierte dann einfach in meiner Mitte zu bleiben und mich auf mein Gemüseschnipseln zu konzentrieren. Und da sagte sie mal irgendetwas, das weiß ich jetzt nicht mehr, was sie sagte. Sie hat irgendwie reklamiert und ich dachte, echt jetzt? Und habe einfach nur laut als Antwort gegeben und hab den Blick weiter auf das Gemüseschnipseln fokussiert. Sie hat es dann gemerkt und hat den Platz gewechselt und ist dann nicht mehr, ich stand dann nicht mehr so unter Dauerbeobachtung. Ja, also da hätte ich auch die Möglichkeit gehabt, darauf mit Emotionen zu reagieren und mich in eine Diskussion zu geben, aber ich dachte, nein, das ist es mir nicht wert, ich bleibe bei mir, ich bleibe in meiner Mitte. Und so hat es sich sofort wieder aufgelöst. Eine andere Situation war,
ähm, du konntest dort bei Amma einen spirituellen Namen aussuchen lassen. Die Bedingung war, dass du jedoch 3 Namen zur Auswahl mitbringst. Nun, ich dachte, ich möchte nicht einfach so einen spirituellen Namen haben, das brauche ich echt nicht. Aber was mir dienen würde, wäre ein Name, der mit meiner Lebens- und Seelenbestimmung resonieren würde. Sozusagen dann wäre er sozusagen für mich ein Kraftname, ja, wo ich mich immer wieder verbinden könnte. Und ich habe das dann einfach so auf Englisch hingeschrieben. Ich dachte, ich kenne alle diese Sanskrit- und indischen Namen nicht. Da wird sicher irgendjemand, ein Name wird da passen. Also wir hatten die Möglichkeit, 2-mal in der Woche Darshan zu nehmen. Darshan, das heißt, Amma ist ja bekannt für ihre Umarmungen, wo dann im Energiefeld ziemlich viel geschieht. Und als ich da so auf mein Darshan wartete, ähm, kontaktierte ich die erste Person, die dort die Aufsicht hatte, und zeigte ihr den Zettel. Und dann hat sie gesagt, nein, das geht nicht, ich muss drei Namen zur Auswahl bringen. Ich habe ihr die Situation erklärt und sie hat gesagt, 3 Namen. Punkt, fertig. Okay, ich ging zur nächsten Person. Genau dasselbe. Ich müsse 3 Namen bringen. Es gab da nichts zu rütteln, es war komplett in Stein gemeißelt. Und dann saß ich dort und dachte, wisst ihr was, ihr könnt mich mal alle. Ich brauche keinen spirituellen Namen. Ich brauche keinen Namen, weil das ist wieder eine neue Identifikation. Und es kann auch eine Ego-Falle sein, ja, wieder etwas Neues. Und schließlich geht es ja eigentlich in der Bewusstseinsentwicklung darum, loszulassen, Anhaftungen loszulassen und nichts Neues wieder anzusammeln. Okay, für mich war das Thema erledigt. Ich kriegte mein Darshan und ging schlafen. Am nächsten Morgen, nach dem Aufwachen, und also ich musste in meinem Leben noch nie beim Aufwachen an meinen weltlichen Namen Daniela denken, aber an jenem Morgen eben schon. Und gefühlsmäßig fühlte es sich so an, als sei mein Name komplett abgetrennt. Gehörte er zu meinem Leben, bevor ich in den Ashram gereist bin. Dachte, das ist jetzt schräg. Also was bedeutet das? Und ich erinnerte mich an das, was ich gestern gesagt habe. Ich brauche keinen Namen. Das ist nur wieder eine weitere Identifikation. Ich lasse die Identifikationen los. Ach ja, und so ist's geschehen. Und da spürte ich, wie in der Nacht irgendetwas geschehen musste und ich wie eine leere Tasse wurde. Ohne Namen. Ich dachte, spannend. Ja, pass auf, was du denkst. Ja, und so ging es weiter. So ein bisschen in diesem Stil. Ich wollte noch etwas sagen. Ah ja, genau, noch etwas. Die indische Kultur, die ist ein bisschen anders. Ja? Die ist, sie schubsen dich, sie drängen dich, sie haben sehr nahen Körperkontakt. Und ich mag es nicht, wenn fremde Leute so an mir kleben oder mich drücken, mich pushen. Und dann wirst du auch wirklich gestoßen. Und das hatte ich dann ein paar Mal ausgehalten und gemerkt, wie ich mich sehr unwohl darin fühle. Und dann habe ich mal zu jemand gesagt, don't touch.
Und ich habe das nicht laut gesagt, aber ich habe das mit einer bestimmten Energie gesagt. Und er hat mich sofort losgelassen. Und da vielleicht ein Tipp für all diejenigen, die sich nicht gehört fühlen. Schau mal, ob du gut geerdet bist und stärke dein Halschakra, ja, weil hier steckt die Kraft der Worte. Hier können auch viele Traumata noch eingebunden sein, verhaftet sein. Und es gibt im Internet ganz viele Möglichkeiten, wie du das Halschakra stärken kannst. Das so als Zusatztipp. Genau. Also ich erfuhr dort so viele verschiedene Situationen, die mir Dinge aufzeigten, die mich aber auch so wieder mehr in meine Kraft brachten. Echt, so ein Ort ist Gold wert. Hier hat es ganz viele Mücken. Ah, die lieben anscheinend mein Blut. Also, ich mache es jetzt kurz. Vielleicht möchtest du wissen, jetzt bin ich schon wieder so etwa, ich glaube, 3 Wochen zu Hause, wo ich stehe. Und ich fühle mich immer noch als leere Tasse. Als leere Tasse, keine Ahnung, wie ich weiter mein Leben aufgleisen sollte. Es hat sich noch nichts Konkretes gezeigt. Und was sich aber verändert hat, ich habe Boden unter meinen Füßen und ich bin wieder stark in mein Urvertrauen angebunden. Und wenn es jetzt mein Thema ist, mich in der Hingabe, mich im Vertrauen zu üben, dann wird diese unsichere Situation, dieses Nichtwissen so lange bei mir bleiben, bis ich mich im Vertrauen gestärkt habe, bis ich mich wirklich in der Hingabe hingegeben habe. Also lasse ich das jetzt einfach so sein, probiere auf meine Intuition zu hören, ich probiere auf Zeichen zu achten und ja, gehe in Meditation, versuche in der Offenheit zu bleiben und hoffe, dass sich dann mal was Konkretes zeigt. Ja, okay, also ich wünsche dir einen wunderbaren Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wenn du mein Video hörst und siehst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.